Hallöchen, ihr Lieben! Wir machen heute Erdbeer-Chupavci, beziehungsweise mir hat auf Instagram eine Zuschauerin geschrieben, es wird Chupavci ausgesprochen. Auf jeden Fall ist es ein bosnisches Gericht und alle Bosnier können mir gerne mal hier unten drunter in die Kommentare schreiben, wie es denn richtig ausgesprochen wird. Ich dachte immer Chupavci. Was dachtest du denn, Hamza? Chupavci. Chupavci. Jetzt irgendwie ein Pokémon. So. Chupavci, komm raus! Chupavci. Die Erdbeerattacke. Die Erdbeerattacke, gutes Stichwort. Und zwar machen wir Erdbeer-Chupavci, weil ich mir dachte, es ist so sommerlich angehaucht. Diese Schoko-Chupavci waren auch super lecker. Verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung, mache ich immer wieder gerne. Aber ich habe mir gedacht, ich wandle das Ganze jetzt einfach mal ab in Richtung Sommer, Erdbeeren etc. Hier habe ich jetzt zuallererst meine Eier. Die werde ich zusammen mit einer Prise Salz, Zucker und Vanilleextrakt in der Küchenmaschine nicht steif schlagen, cremig schlagen, so ungefähr 4 bis 5 Minuten. Und die ganz genauen Mengenangaben, die schreibe ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung. Und falls ihr jetzt keine Küchenmaschine habt, gar kein Problem, dann verwendet ihr ganz einfach euer Handrührgerät. Das dauert dann so 1-2 Minuten länger, aber es funktioniert auf jeden Fall auch. Ich habe in der Zwischenzeit Milch und Öl abgewogen und das auch noch ganz kurz am Ende mit untergerührt. Das braucht wirklich nur 5 bis 6 Sekunden. Und als nächstes kommen die trockenen Zutaten dazu. Das ist einfach nur Mehl und Backpulver. Ich mache das gern so, dass ich das vorab richtig schön miteinander verrühre, damit ich auch ganz genau weiß, dass es sich gut verbunden hat. Diese trockene Masse siebe ich jetzt noch mit zur Eiermasse und werde sie auch nur ganz kurz unterrühren. Also wirklich nur ein paar Sekunden, bis es sich zu einer homogenen Masse verbunden hat. Und dann ist der Teig auch schon fertig. So, und jetzt nur ganz kurz. So, das waren jetzt nur 10 Sekunden. Ich mache es aber gern so, dass ich nochmal mit dem Schneebesen einmal unten nachschaue. Und ja, es hat sich alles gut verbunden. Perfekt. So, jetzt habe ich hier auch noch meinen Backrahmen vorbereitet. Ich habe unten drunter mein Backblech, ein Backpapier oben drauf und den Backrahmen, den habe ich festgeklemmt auf 26 mal, was haben wir hier, Hamza? 36. Genau, mal 36 cm, genau. Ich schreibe euch das aber auch noch mal in die, ich muss da reingucken. Ich schreibe euch das aber auch noch mal in die Videobeschreibung. Wie gefällt euch denn unsere neue Kameratechnik? Schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare. Ja, es ist so eine, guck, ich weiß nicht, nein, also so, ich gucke immer da rein. Hamza ist mal da, deswegen spreche ich auch manchmal da zu dir, Hamza, und manchmal stehst du da hinten. Also mir gefällt es ganz gut, wir müssen uns halt tatsächlich noch ein bisschen eingrooven. Aber schreibt mir doch bitte mal euer Feedback in die Kommentare, das würde mich nämlich sehr interessieren. So, und ich gebe da jetzt einmal den Teig rein, streiche den noch so ein bisschen glatt. Und dann wird er gebacken. Ofen habe ich schon vorgeheizt, 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und da braucht der Teig, bis er gar ist, so um die 20 Minuten, maximal so 21. Und dann mache ich in der Zwischenzeit schon mal die leckere Tränke mit ganz viel Milch. Das wird richtig lecker, Leute. So, ich zeige euch jetzt in der Zwischenzeit, wie wir diese leckere Flüssigkeit machen, in die wir unseren Teig gleich einmal reindippen. Dafür brauchen wir Milch. Die steht hier auch am Herd, denn wir müssen gleich Schokolade schmelzen und das mache ich direkt in der Milch. Also schön viel Milch reingeben. Dann habe ich hier gezuckerte Kondensmilch. Übrigens, ihr wisst ja, ich bin Kaufland-Fan und in diesem Video benutze ich ganz viele Kaufland-Zutaten. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich unten in der Infobox gleich einen Screenshot machen von den Zutaten und dann, wenn ihr mögt, ab zu Kaufland und dort einkaufen gehen. Ich gebe jetzt hier einmal die Kondensmilch noch rein. Da brauche ich aber nur die halbe Dose. Und die andere lagere ich einfach im Kühlschrank, die hält nämlich im Kühlschrank Ewigkeiten. Da wird sich bestimmt ein Rezept finden, wo ich wieder Kondensmilch benutzen muss. Dann habe ich hier Erdbeersirup, ganz viel davon. Das ist so hauptsächlich jetzt hier Geschmacksträger, finde ich. Also da macht sich richtig bemerkbar.
Und nochmal für die Süße und auch nochmal für den Geschmack habe ich hier jetzt auch noch weiße Schokolade, Bourbon Vanillegeschmack und das mache ich jetzt klein und gebe das auch noch mit dazu. Bitte, wie hübsch sieht diese Tafel aus? Das sieht aus wie so ein Tor, wie so eine Sonne, ne? Wie so Sonnen, genau. Oh mein Gott. Sonnenaufgang. Ja, passt doch perfekt zum Rezept, schön sommerlich. So, jetzt einmal den Herd einschalten. Nicht die höchste Stufe, ich nehme jetzt einfach 7 von 9 und dann warten wir, bis die Schokolade hier schön schmilzt. So, und weil das Auge mit ist, gibt es jetzt noch ein bisschen rote Lebensmittelfarbe. Ist aber nur optional, also nur wenn ihr mögt. Naja, es ist jetzt eher pink statt rot. Ja, für mich ist das Pink und Rosa das Gleiche. So, die Milchmischung, die ist jetzt eher lauwarm. Also ganz so heiß sollte sie nicht sein. Falls sie doch zu heiß geraten ist, dann auf jeden Fall abkühlen lassen. Ich will das jetzt hier um. Hauptsächlich, damit ihr etwas sehen könnt. In dem Topf kann man ja nichts sehen. So, und mein Kuchen ist auch schon fertig gebacken. Der ist gerade aus dem Ofen gekommen, beziehungsweise eigentlich vor 5 Minuten schon. Ich hatte ihn zugedeckt, nochmal 5 Minuten stehen lassen, damit er so ein bisschen ausdampfen kann. So, und als nächstes werde ich jetzt einmal den Backrahmen lösen, beziehungsweise ich glaube, ich nehme ihn erstmal hier runter. Schiebe ich jetzt einfach mal runter. So, das geht auch ganz schnell. Und dann nehme ich mir persönlich jetzt meinen Backformlöser, damit ich mir hier auch nichts kaputt mache. Einmal die Ränder schön lösen. Weil der Teig, der mag den Rand der Backform doch ganz schön. Und so ist der jetzt ab. Jetzt noch die Klemmung einmal abmachen und dann nehme ich den Backrahmen weg. Und den werde ich jetzt noch lauwarm in Stücke schneiden. Entweder macht ihr das jetzt nach Augenmaß oder ihr nehmt euch eine Teigkarte mit einem Maß oder ein Lineal oder ein Torteneinteiler. Das mache ich jetzt hier eben. Oh, Hamza, da werden wieder Ränder übrig sein. Geil. Wisst ihr, der Ofen freut sich auch schon. So, und jetzt werde ich mir ein Messer nehmen. Das ist so ein einfaches Messer, hat einen Wellenschliff, damit kann ich immer besonders gut schneiden. Und jetzt schneide ich hier einfach die Quadrate. Der Teig ist übrigens sehr fluffig. Ich glaube, das sieht man schon, wie ich hier so durchgleite. Direkt, ja, sieht man direkt. So, ich habe es fertig durchgeschnitten und jetzt nehme ich mir eine große Schüssel und gebe da Kokosraspeln mit rein. Ich habe mir sogar überlegt, eigentlich könnte man die Kokosraspeln sogar rosa färben, aber ich gucke erstmal, wie es so aussieht und wenn es mir optisch gefällt, dann lasse ich es auch so. Also ich werde die zweite Kokosraspelpackung mit Sicherheit auch brauchen, aber ich nehme jetzt erstmal nur eine, weil manchmal ist es dann durch die Milch, verklumpt sich das dann so ein bisschen und dann ist es einfacher jetzt erstmal die eine Packung nur zu öffnen. Jetzt mache ich mir ein bisschen Platz und dann sieht man es so noch, Hamza. Mhm. So, ihr könnt euch jetzt noch eine Palette nehmen, um unten drunter auch den Kuchen gut vom Backpapier zu lösen und jetzt in die Milch. Es ist besser, wenn sie abgekühlt ist, denn unser Boden ist noch relativ lauwarm, das ist in Ordnung. Aber wenn die Milch jetzt zu warm ist und auf den sehr soften Boden trifft oder auf den sehr soften Kuchen, kann es sein, dass euch der Kuchen kaputt geht. Ich tunke den jetzt hier ganz kurz rein, lasse es abtropfen und gebe das dann in die Kokosraspeln. Und dann einmal richtig schön rundherum. Es ist schon sehr soft. Also wenn ihr das in Kokosraspeln ummantelt, dann nimmt eure Hände, es ist schon sehr weich und legt es hier ab. Perfekt. So, ich kann euch jetzt 2 entscheidende Tipps geben für zu Hause. Erstens, die Würfel, also diese Teigwürfel, wirklich nur eine halbe Sekunde in die Flüssigkeit tun. Also wirklich rein, raus und abtropfen lassen und nicht irgendwie 1-2 Sekunden. Das war bei meinem Schoko-Chupafji der Fall. Da konnte man es ein bisschen länger drin lassen, aber das ist halt ein ganz anderes Rezept. Daher wirklich nur kurz und ganz vorsichtig, weil der Boden ist so fluffig, dass er dazu neigt, sonst auseinanderzufallen. Und dann der zweite Tipp, am besten ist es tatsächlich, wenn alles schön abgekühlt ist. Und natürlich werde ich diese ganzen Würfel gleich nochmal in den Kühlschrank geben. Ich denke mal, so eine Stunde müsste reichen, wenn ihr gerade im Zeitdruck seid. Wenn ihr mehr Zeit habt, dann macht das gerne irgendwie morgens schon für abends oder macht das gerne am Vortag. Denn ich finde, je länger sie ziehen, desto besser.
Und dann kann man auch schon genießen. Ich werde sie übrigens noch mit, habe ich mir gerade überlegt, mit Erdbeeren und frischer Minze dekorieren. Ich werde die Sauerei gleich hier noch erstmal aufräumen. Und euch werde ich jetzt schon mal an der Stelle verabschieden. Aber ich habe gehört, der Hamza macht noch einen Taste-Test. Oh yes, meine Dame. Meine Dame. Meine Dame. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Bei dir meine ich. Wir haben zwar hinter der Kamera gerade schon die ganze Zeit gegessen. Ich glaube, ich habe schon so 2 Stück davon intus. Aber Hamza probiert gleich nochmal für euch, macht den Taste-Test. Und dann wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachbacken. Denkt dran, wenn ihr das Ganze nachgemacht habt, dann teilt eure Fotos und markiert mich mit dem Hashtag oder auch mit dem Profil Kikis Kitchen. Und dann kann ich das Ganze reposten und mir angucken auf Instagram oder auf Facebook. Ich glaube, Facebook stirbt langsam so ein bisschen aus. Also, ich wünsche euch viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss! So, Taste-Test. Geh mal. Hamza macht jetzt den Taste. Oh, warte. Meine Damen und Herren, jetzt folgt der Taste-Test. Du machst alles jetzt lächerlich und das ist peinlich. Nein, jetzt darfst du anfangen. Ich glaube, ich habe gespuckt. Also Leute, Taste-Test. Also ich liebe Chupafchi, mit Schokolade zumindest. Das habe ich noch nie probiert. Und mal schauen, wie das schmeckt. Also von der Konsistenz weiß ich ja, es ist sehr fluffig, ne? Das wissen wir alle, ne? Kiki, das ist echt so ein richtiges Gender Reveal-Ding, ohne Schwitz, ne? Mhm. Also wenn du es in Blau noch machen würdest. Eigentlich echt eine coole Idee. Blau für einen Jungen und rosa für ein Mädel dann. Mhm. Mhm. Und beschreibst du mit 3 Worten? Fruchtig. Nennen Sie ein Land, in dem Olivenbäume wachsen. Bolivien. Mhm. Also das ist voll die fruchtige Variante von Chupafchi. Ja. Also ich weiß nicht, gibt es eigentlich sowas, also gibt es sowas in Bosnien, ist das Bosnien? Gibt es sowas eigentlich auch in Erdbeer? Habe ich noch nie gesehen. Nicht. Ich habe es mir nur so überlegt, aber ich habe es glaube ich auch noch nicht gesehen. Nein. Also ich finde so als, der mehr auf Frucht steht als auf Schokoladiges, ist das perfekt. Sehr, sehr lecker, Leute. Schmeckt sehr, sehr fruchtig, sehr weich. Ne? Also passend zur Jahreszeit, ne? Das Schoko ist was für den Winter und das ist was für den Sommer, ne? Und man sieht schon, dass der super weich ist. Ein Kritikpunkt. Oh. Kamera ist aus, Kamera ist auf. Wir haben einen technischen Fehler. Ups. Cringe. Auf jeden Fall, weißt du, was schön wäre? Aber das können wir gleich. Ja. Also es ist kein Kritikpunkt, ich meine noch. So eine Erdbeer, die du zweimal anschneidest und dann so drauflegst. Ne? Seien wir ehrlich, ne? Da darf ich kurz was zu sagen. Nein, ich rede nur von optischen. Nein, darf ich zu sagen. Das ist halt Instagrammable. Und zwar, ihr müsst euch das so vorstellen, ich würde jetzt eigentlich noch frische Erdbeeren holen gehen. Und ich habe jetzt eigentlich schon gesagt, also im Video habe ich gesagt, so, dann dekoriere ich noch mit Erdbeeren und mit frischer Minze. Und dann wollte ich das im Nachgang machen, nachdem diese Kühlzeit vorbei ist. Und jetzt haben sie mich richtig hier geleakt, dass ich das noch nicht gemacht habe. Also eigentlich war das so geplant. Aber ich nehme natürlich jede Kritik an. Ich bin sehr kritikfähiger Mensch. Sehr. Sorry, habe ich nicht zugehört. Ich bin ein Mann, wie immer, ne? Ich bin ein Mann, das ist normal bei uns. Also, Taste ist bestanden. Sehr lecker, Leute. Unbedingt nachmachen. Ist halt was anderes als die klassischen Chupafchi. Wie gesagt, fruchtig, lecker, nachmachen. Und abonnieren nicht vergessen, Leute, ne? Tschüss. Tschüss. Kiki, noch ein Etikett hier. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Ja, ne? Du bist einer von diesen Bloggern, die einmal anziehen und wieder zurückschicken, ne? Oder so, ey Leute, guck mal, kauft euch das, das ist voll cool.